Hallo, heute sind wir im Zoo der Blumengärten Hirstetten in Wien. Hier sind wir bei den Smaragdeidechsen, einer der größten einheimischen Eidechsenarten. Die bewohnen sehr trockene, warme Lebensräume, wie zum Beispiel hier am Rande des Weinhügels auch. Da sieht man schön hinten im Hintergrund die Weinreben. Wir haben eine recht große Anlage mit 5 Tieren, das sind aktuell 2 Adulte und 3 Jungtiere. Besonders auffällig an den Smaragdeidechsen ist die Färbung, deswegen heißen die auch so. Die erwachsenen Tiere sind knallgrün und die Männchen haben dazu noch eine blaue Kehle. In Österreich leben Smaragdeidechsen nur in den östlichen Bundesländern, die wärmer und trockener sind, zum Beispiel in der Wachau. Und in Österreich handelt es sich bei der Smaragdeidechse auch um eine stark gefährdete Tierart. In der Natur kann man natürlich die Augen offen halten und Smaragdeidechsen suchen. Eben in Weinbergen hat man ganz gute Chancen oder so an steinigen Hängen. Einfacher ist es bei uns in den Blumengärten, wo wir aktuell eben 5 Tiere haben als Botschafter ihrer Art. Und die sind eigentlich recht gut zu beobachten. Man kann auch ganz gut die Dynamik zwischen den Tieren und das Jagdverhalten und Territorialverhalten hier beobachten in unserer Anlage. Wir füttern 3-mal die Woche zusätzlich Insekten zu dem, was sie sich natürlicherweise erjagen können. Im Winter halten die Tiere auch in dieser Anlage Winterschlaf, also wir müssen die nicht rausnehmen und daher fühlen die sich, glaube ich, bei uns ganz wohl. Wir haben hier im Palmenhaus gerade unsere Perleidechsen gefüttert. Bei den Perleidechsen handelt es sich um eine europäische Eidechsenart. Das ist die größte klassische Eidechse aus Europa. Die leben vor allem im westlichen Mittelmeerraum, Spanien, Frankreich, sowas. Und klassische Eidechse sage ich deswegen, weil es gibt eine größere europäische Echsenart, das ist der Sheltopusik, der eher am Balkan lebt. Der hat allerdings keine Beine, ist nicht unbedingt immer als Echse erkennbar, aber die Perleidechse schon. Und besonders für die Perleidechse sind eben die sehr großen Männchen, die einen sehr breiten Kopf haben. Bei unseren beiden kann man das auch recht gut unterscheiden. Das Männchen hat einen sehr breiten Kopf, ist ein bisschen größer als das Weibchen. Das Weibchen ist dafür um einiges verfressener aktuell, vor allem weil die aktuell auch Eier produziert, die sie dann in ihrem Substrat im Terrarium vergräbt. Perleidechsen sind eine potenziell gefährdete Art und unsere beiden hier sind natürlich die Botschafter. Man kann auch sehr schön diese Perleidechsen mit den einheimischen Smaragdeidechsen vergleichen. Und die Zeichnung unterscheiden. Also bei den Perleidechsen sieht man wirklich auf der Seite vom Körper so große blaue Flecken, die ein bisschen an Perlen erinnern, während die Smaragdeidechsen eher einheitlich gefärbt sind und die Männchen eine blaue Kehle haben. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach unseren Kanal völlig kostenlos.